Also Stahl ist natürlich die Grundlage der kompletten industriellen Entwicklung. Ohne Stahl geht nichts. Wir als Sennebogen Familienunternehmen mit 73-jähriger Historie, wir denken natürlich in Generationen, wir denken in die Zukunft. Und deshalb ist die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens auch damit verbunden, wie effizient, wie umweltfreundlich, wie zukunftsorientiert wir unsere Entwicklungen, unsere Produkte und im Endeffekt den Benefit für unsere Kunden gestalten. Wir beziehen Bleche und Brennschnitte von der Deumo und Salzgitter benutzt unsere grünen Maschinen. Also eine optimale Synergie, wenn man so will. Eine Win-Win-Situation. Partnerschaft mit Sennebogen ist eigentlich Jahrzehnte alt schon, weil wir das Umschlaggerät von Sennebogen hier am Standort in Salzgitter auch einsetzen. Und das verkörpert einfach idealerweise diese Kreislaufgedanken, um dann hier diesen Bagger auch für die Versorgung von der Salzgitter Flachstahl in einem Seilkostprojekt dann mit einem grünen Umschlaggerät den Schrott zur Verfügung zu stellen. Mit der Salzgitter AG und mit Deumo arbeiten wir, glaube ich, über 15 Jahre gut zusammen. Die Salzgitter ist ja sowas wie der Pionier. Die ist unbedingt bei der Dekarbonisierung ganz weit vorne. Und als wir erfahren haben, dass es über die Peiner Schiene möglich ist, CO2-reduzierten Stahl zu vermarkten, bei jedem Treffen, bei jedem Meeting, wo wir irgendwie beim Kunden sind, erklären wir, was für Möglichkeiten wir haben, jetzt schon CO2-reduzierten Stahl anzubieten. Ja, und so ist die Idee entstanden, damals mit der Firma Sennebogen. Grüne Maschine, grüner Stahl, würde sich da anbieten. So ist das Ganze ins Rollen gekommen. Wir haben dann in Abstimmung mit unseren Abteilungen, mit den Deumer und auch Verantwortlichen bei Salzgitter eine relativ schnelle und unkomplizierte Lösung gefunden. Wir haben gesagt, wir gehen das Projekt an. Salzgitter kann uns, sprich Deumer, kann uns innerhalb einer Zeit von 6 bis 8 Wochen diese Zuschnitte, also wieder fertig angearbeitete Teile aus diesem grünen Stahl für unsere Komponenten, das heißt also Ausleger, Unterwagen, Oberwagen, Chassis, liefern. Wir als Deumo stellen hier wirklich Bauteile aus Vormaterialien her, die wir von der Inselburger Grobblech oder der Salzgitter Flachstahl beziehen, in verschiedenen Dicken, in verschiedenen Anfertigungsschritten, angefangen vom Brennen der Bauteile über das Putzen, Sandstrahlen. Wir haben eine Rollenrichtanlage, wo wir jedes einzelne Bauteil nochmal richten. Wir verstehen uns als Komplettlieferant. Aus der Zusammenarbeit mit Salzgitter kommt ja unsere Maschine 830G, neueste Generation. Und das natürlich modernste Technologie, neueste Sennebogen, Entwicklung mit CO2-reduziertem Stahl von Salzgitter. Eine optimale Kombination, ein sicherlich hammermäßiges Projekt, was sicherlich auch große Zukunft haben wird. Diese Kreislaufwirtschaft, die wir jetzt durch dieses Projekt auch abbilden, zeigt ja ganz klar, dass das auch für die Zukunft wichtig ist. Wir machen aus Stahl Teile und aus Schrott wieder Teile und hier ist dann unsere Maschine in diesem Kreislauf mit eingebunden und das nennt man oder ist wirklich eine richtige Kreislaufwirtschaft. Der Transformationsprozess ist ja mitten im Gange. Wir können uns dem ja auch nicht verschließen, weil ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kann dann das nachvollziehen, dass unsere Kinder ja noch in einer lebenswerten Umwelt weiterhin existieren möchten und dafür brauchen wir diesen Transformationsprozess, um eben von der CO2-Emission runterzukommen. Also was für mich sehr interessant macht, an diesem Projekt zu arbeiten, einfach generell für die Umwelt irgendwo was zu tun, ist gerade meine Tochter. Für sie ist dieses Thema Klimaschutz so extrem wichtig, dass sie mich damit auch sogar ein bisschen wachgerüttelt hat, dass man halt noch mehr für die Umwelt tun kann. Und jeder kleine Schritt, egal wie klein er ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Und daher finde ich dieses Projekt sehr wichtig und hoffe, dass es auch da wirklich viele weitere Projekte folgen werden, die halt irgendwo einen Aspekt haben, Dekarbonisierung, weniger CO2-Emissionen, so dass wir irgendwann der Umwelt gerecht werden und den Klimahaushalt wieder einigermaßen in Gang bringen.